Willst du meine Frau werden? Wirklich gute Arbeit. Danke. Aber eigentlich war es Jackies Verdienst. Sie hatte den kreativen Input. Und du hast die Verhandlungen geführt. Ihr seid eben ein gutes Team. Habt ihr denn nicht noch Lust, weiter gemeinsam an dem Auftrag zu arbeiten? Er ist umgebracht worden. In Griechenland. Wie hieß dein Bruder? Ramon Santos. Was? Das geht dich nichts an. Ich denke schon. Nicht wahr, Schatz? Was ist los? Hat dir niemand gesagt, dass ich jetzt mit Dennis zusammen bin? Ich habe dir wehgetan. Du weißt ganz genau, was es für mich bedeutet, dich mit einem anderen zu sehen. Besonders mit Dennis. Es war doch von Anfang an klar, dass eine Frau wie Steffi nicht bei einer Lusche wie dir bleibt. Auch wenn du mir das nicht glaubst, aber ich liebe dich. Und ich wünsche mir nichts mehr, als dass du zu mir zurückkommst. Und ich wünsche mir nichts so sehr, als Halt die Klappe, Mann. Nun sag schon, kanntest du ihn? Nein, ich glaube, ich habe nur davon in der Zeitung gelesen. Ist gar nicht so lange her, hm? Letzten Sommer. Hat man den Täter wenigstens geschnappt? Ja. Er wurde noch in Griechenland verhaftet. Aber leider konnte er wieder fliehen. Das ist bitter. Ja. Ich fühle mich so hilflos und wütend. Ich weiß auch nicht. Dabei habe ich Ramon gar nicht gekannt. Frank hingegen. Frank? Ja, Ramons bester Freund. Er war dabei, als er erschossen wurde. Sowas mitzukriegen, das muss furchtbar sein. Ja. Frank war auch ziemlich fertig. Aber mit der Zeit hat er gelernt, damit klarzukommen. Der Gedanke, dass Ramons Mörder im Gefängnis sitzt, hat ihm wirklich geholfen. Aber jetzt? Was jetzt? Frank ist fest entschlossen, Ramons Mörder zu finden. Ich habe Angst um ihn. Das solltest du auch. Also raus mit der Sprache. Wo liegt dein Problem? Wie kommst du darauf, dass ich eins habe? Wie kommst du darauf, dass du mir etwas vorspielen kannst? Seit Ramons Mörder auf freiem Fuß ist, lässt es dir keine Ruhe, stimmt's? Das ist nicht fair. Da bringt jemand meinen besten Freund um und läuft anschließend frei herum. Ja, ganz so ist es ja nicht. Die Polizei sucht ihn und sie findet ihn. Es ist eine Frage der Zeit. Ja. Bis dahin. Bis dahin solltest du dich um die Schwester deines besten Freundes kümmern. Ja, ob es dir nun passt oder nicht, Gabriela hält sich für die Ursache deiner momentanen schlechten Verfassung. Dreht die momentan voll am Rad, oder was? Sie denkt, seit sie hier aufgetaucht ist, kommen die Erinnerungen an Ramon wieder hoch. Das ist doch Unsinn. Frank, sprich mit ihr. Ob der Mörder nun frei herumläuft oder hinter Gittern sitzt. Ramon ist tot. Hast du die Farbfilter? Was ist mit dem Weitwinkelobjektiv? Was soll damit sein? Hast du es eingepackt? Ist da ein Haken auf der Liste? Oh. Dann hab ich's auch. Haben wir genug Licht eingeplant? Patrick, das ist nicht das erste Fotoshooting, was ich mache. Und ich habe wirklich an alles gedacht.
Entschuldige, Jackie, ich möchte einfach sicher sein, dass bei dem Fotoshooting nicht schief läuft. Ach, keine Sorge, es läuft alles bestens. Vorausgesetzt, du hast dich um das Catering gekümmert. Ja, das Buffet kommt heute Mittag. Dann kann ja gar nichts mehr passieren. Und jetzt hör endlich auf, dich und mich verrückt zu machen. Entschuldige. Und entschuldige dich nicht andauernd. Ja. Aber immerhin macht Hilchenbach mich verantwortlich, wenn bei dem Shooting was schief läuft. Schließlich hält er mich für den Chef. Das ist doch nach wie vor okay. Solange du dich nicht in meine Arbeit einmischst, kann er dich meinetwegen für den lieben Gott halten. Keine Sorge, fotografieren war noch nie meine Stärke. Du wirst gar nicht merken, dass ich da bin. Versprochen. Also, dass Ramons Mörder ausgerechnet nach Düsseldorf geflohen ist, das ist wirklich unglaublich. Naja, Zufälle gibt es. Danke. Kann man aber sagen, bitte. Glaubst du, Frank findet ihn? Naja, hartnäckig genug ist er. Ich meine, der Typ gehört auch in den Knast. Trotzdem wäre es mir lieber, wenn er ihn nicht finden würde. Das kann ich verstehen. Schließlich hat der Mörder durch den Drohbrief deutlich gemacht, dass mit ihm nicht zu spaßen ist. Das ist Frank egal. Wenn er doch nur zur Polizei gehen würde. Die könnten den auch nicht rund um die Uhr beschützen. Nein, aber wenn der Typ im Knast ist, kann er Frank nichts antun. Ja, aber dafür müssen sie ihn erst mal finden. Und dafür sorgen, dass er nicht wieder ausbricht. Also soll ich doch mein Versprechen halten und nicht zur Polizei gehen? Frank würde es nichts nutzen. Und er wäre stinksauer auf dich. Gut, aber was soll ich machen? Wie dicht seid ihr ihm denn auf den Fersen? Außer der Mietwagenliste haben wir gar nichts. Und die hat bis jetzt nur ins Leere geführt. Genau. Irgendwie hat Frank die ganze Sache falsch angepackt. Wie meinst du denn das? Er müsste einen Weg finden, wie er den Mörder in eine Falle locken kann, ohne dass er selber in Gefahr gerät, weißt du? Ja, und wie soll das gehen? Tja, ist natürlich schwierig. Ihr braucht einen Köder. Also ich glaube, es steht Ihnen sehr gut. Ich weiß nicht. Probieren Sie es doch einfach an. Die Garderoben sind gleich hier drüben. Du siehst so aus, als hättest du Steffi gesehen. Möchtest du drüber reden? Da gibt's nicht viel zu reden. Sie hat mich eiskalt abblitzen lassen. Hast du was anderes erwartet? Nein. Aber ich hätte nie gedacht, dass sie mit Dennis zusammenkommt. Ich hätte es dir sagen sollen. Du hast es gewusst? Ich dachte, sie schießt Dennis wieder ab. Erst recht, wenn sie merkt, dass du um sie kämpfst. Tja, falsch gedacht. Mann, hätte ich dich bloß gewarnt. Hätte. Oh mein Gott. Seid ihr sicher, dass das mit den Kerzen eine gute Idee ist? Ja, Kerzen kommen immer gut rüber. Naja, du wirst es wissen. Du bist die Expertin. Gut, dass du es endlich einsiehst. Und? Kommt ihr voran? Wir sind genau im Zeitplan. Jackie hat das Shooting perfekt geplant. Ah, Henning, habe ich mich eigentlich schon persönlich bei dir bedankt. Schön, dass wir hier arbeiten dürfen. Keine Ursache. Solange ich sicher gehen kann, dass den Bildern nichts passiert? Dafür hast du mein Ehrenwort. Ich behüte sie wie meine Augapfel. Na, dann kann ich euch ja beruhigt alleine lassen. Wenn ihr mich braucht, ich bin bei den Pferden. Ich denke, das wird nicht nötig sein. Wir kommen alleine klar, stimmt's? Ganz genau. Ach, übrigens, die Models sind eingetroffen. Oh, super. Dann instruiere ich sie mal. Das übernehme ich. Kümmer du dich darum, dass wir pünktlich anfangen. Ho. Patrick spielt sich ja ganz schön auf. Naja, er meint's ja nicht so. Na, ich weiß nicht. Er hat sogar Henning gegenüber den Chef raushängen lassen. Nervt dich das nicht? Ich versuch's positiv zu sehen. Auf diese Weise lernt er einige Sachen, die er später für seinen eigenen Job braucht. Und du bist wirklich nicht sauer? Komm, lass uns weitermachen. Ja. So, bitteschön. Viel Spaß damit. Ja, danke schön. Wiedersehen. Wiedersehen. Nick weiß übrigens, dass Dennis und Steffi zusammen sind. Hat die beiden im No Limits gesehen. Deshalb hat er so komisch geguckt, als er reinkam. Ja, es war ein herber Tiefschlag für ihn. Ich glaube nicht, dass er sich davon so schnell erholt. Wir dürfen nicht zulassen, dass er Steffi aufgibt. Wir müssen was tun. Ihr müsst überhaupt nichts tun. Uli, schaust du mal bitte nach den Kundinnen. Ja.
Habe ich dir nicht schon 100-mal gesagt, dass du dich aus meinen Angelegenheiten raushalten sollst? Ich hab's doch nur gut gemeint. Ja, du hast es immer nur gut gemeint. So gut, dass du durch dein ständiges Einmischen Steffi in Dennis Arm getrieben hast. Ja, sehr schön, wunderbar. So, könntest du dir noch kurz durch die Haare gehen? Ja, sehr schön. So, ein bisschen weiter nach links. Engagiert und sie ist richtig gut. Sehr Ja, gut. es war auch nicht leicht, sie zu finden. Sehr schön. Privat oder Bisschen mehr beruflich? zusammen. In beiderlei Hinsicht. Dankeschön. Würden Sie bitte das Motiv ändern? Selbstverständlich. Und ihr könnt euch umziehen. Also ich muss sagen, ich bin von Ihrer Arbeitsweise wirklich beeindruckt. Dankeschön. Auf die Fotos bin ich sehr gespannt. Warten Sie erst mal auf die Außenaufnahmen. Sind die wirklich nötig? Ja, nicht, wenn Sie nicht wollen. Sie waren von Anfang an in meinem Konzept vorgesehen. Jackie draußen zu fotografieren bedeutet einen zusätzlichen Zeit- und Kostenaufwand. Um welchen Betrag würden Sie denn das vorgesehene Budget überschreiten? Ja, gar Lässt sich nicht nicht. sagen. Ach so. Dann beschränken wir uns doch lieber auf die Innenaufnahmen. Ja, aber die Fotos würden den Gesamteindruck abrunden. Und außerdem mehr Bewegung in die Bildergeschichte bringen. Schatz, Herr Hähnchenbach hat Nein gesagt. Darf ich Sie in die Empfangshalle bitten? Das Buffet wartet. Gern. Herr Brockmann denkt ja wirklich an alles. Ja, das tut er. Ja, da kann man wohl nichts machen. Dankeschön. Trotzdem, ja. Wieder. Hallo. Hi. Ich würde ganz gerne mal mit dir reden. Worum geht's? Ich wollte mich bei dir entschuldigen. Ist doch blöd, wenn wir uns wegen diesem Obermann streiten. Ja, du hast recht. Mir tut's auch leid. Ich hätte wissen müssen, wie wichtig es ist für dich, ihn zu finden. Du bist mir wichtig. Freunde? Freunde. Und, was hast du vor? Naja, ich habe jetzt angefangen, die Liste mit den Mietwagenkonten zu durchforsten, leider ohne Erfolg. Naja, meinst du, dir bindet jemand freiwillig auf die Nase, dass er einen Mörder kennt? Ja, es hätte sein können, dass er sich verquatscht. Und wenn nicht? Naja, du hast mir doch erzählt, Joachim wäre total scharf auf antike Statuen. Vielleicht könntest du bekannt geben, dass du eine zum Verkauf hast. So als Köder. Du willst ihn in eine Falle locken. Genialer Plan. Und total ungefährlich. Er weiß ja nicht, dass du dafür zuständig bist. Wenn es erfährt, ist es schon zu spät. Aber eine Sache musst du mir noch versprechen, bevor wir die Sache drehen. Und das wäre? Wenn wir ihn haben, gehen wir zur Polizei. Bitte, Frank, der Typ ist ein Mörder. Okay, versprochen. Alles klar. Also, ich muss sagen, ich habe selten ein Shooting erlebt, das so reibungslos verlaufen ist. Ein Kompliment. Freut mich, vielen Dank. Herr Brockmann? Ja, Hätten Sie kurz Zeit? entschuldigen Sie mich. Herr Hilchenbach, Ja? um nochmal auf die Außenaufnahmen zurückzukommen. Ich habe Ihnen doch schon gesagt, dass... Ich weiß, Sie haben abgelehnt. Trotzdem möchte ich Ihnen gerne einen Vorschlag machen. Und der wäre? Sie sind besorgt, dass die Bilder das Budget sprengen. Wenn ich Ihnen nun zusichere, dass Sie keinen Pfennig mehr kosten würden, würden Sie Ihre Meinung ändern? Na, es wäre ja dumm, das nicht zu tun. Aber wie wollen Sie das anstellen? Naja, die Models sind bis heute Abend gebucht, das Licht auch. Aber Sie bezahle ich stundenweise. Und genau darauf möchte ich hinaus. Wir machen die Bilder. Wenn sie Ihnen gefallen, bezahlen Sie mich. Wenn nicht, behalten Sie einfach mein Honorar ein. Einverstanden. Wunderbar. Hören Sie mir bitte kurz zu. Wir machen jetzt noch ein Shooting im Park. Wenn Sie sich dazu bitte was Sportliches anziehen würden und was Warmes zum Drüberziehen mitnehmen. Jackie, was soll das? Warum hast du Hähnchenbach überredet? Nur weil Hilchenbach denkt, dass du mein Boss bist, heißt das noch lange nicht, dass es auch so ist. Das muss ich mir nicht sagen lassen, schon gar nicht von dir. Ja, geh nur. Im Weglaufen warst du ja schon immer große Spitzenklasse. Wer wollte denn, dass ich mich nicht einmische? Ich.
Aber wenn es nach mir gegangen wäre, dann hätte ich Steffi alles gesagt. Den kleinen Seitensprung hätte sie mir vielleicht noch verziehen. Aber dass ich sie die ganze Zeit belogen habe, verzeiht sie mir nie. Du bist unfair. Ich habe immer nur euer Bestes gewollt. Nein, du hast dein Bestes gewollt. Du hattest nur Schiss, dass Steffi nichts mehr von dir wissen will. Und warum habe ich euch dann wieder zusammengebracht? Damit sie keine blöden Fragen stellt, um dein Gewissen zu beruhigen, such dir irgendwas aus. Das ist nicht wahr. Du trägst allein die Verantwortung. Hättest du Steffi nicht die Wahrheit gesagt, wärt ihr jetzt immer noch glücklich. Was ist hier eigentlich los? Ich habe Millie die Meinung gesagt. Nick sagt, ich sei schuld, dass Steffi ihn sitzen gelassen hat. Ja, bist du ja auch. Nick, du weißt selber, dass das so nicht stimmt. Das stimmt. Millie, wo willst du hin? Nach Hause. Das hast du ja wieder ganz toll hingekriegt. Ja, was mischt sie sich auch ständig ein? Millie wollte dir helfen. Darauf pfeife ich. Bitte mach Millie jetzt nicht für deine Fehler verantwortlich, Nick. Meine Fehler? Ja, ganz genau. Du hast Steffi betrogen, das war dein erster Fehler. Und du hast es ihr gestanden, das war dein zweiter. Das musste ja jetzt kommen, aber klar, dass du zu Millie hältst, du bist mit ihr zusammen. Selbst wenn nicht. Dass du deine Wut auf Dennis und Steffi an Millie auslässt, das ist einfach nicht fair. Weißt du, was wir einmal machen sollten? Nein. Was? Eine Weinprobe. Aber nicht hier. Vielleicht in Frankreich oder Italien. Ich glaube nicht, dass es geschickt wäre, wenn du Friedenau jetzt verlassen würdest. Immerhin ist dein Vater nicht da. Ja, bitte? Herr Lewinsky wartet in der Halle. Ja, wenn er zu Kathi will, ich weiß nicht, wo sie steckt. Sekunde, darf ich mal? Danke, zu freundlich. Guten Abend. Ich würde gerne mit Frau Odenthal sprechen, wenn du sie kurz entbehren kannst. Was kann ich für Sie tun? Kathi hat mir erzählt, dass Sie Bilder verkaufen. Stimmt das? Ja, der Verkauf ist nur ein Teil meiner Arbeit. Aber es stimmt, ich bin im Kunstgeschäft tätig. Caroline ist eine renommierte Agentin. Mit guten Kontakten sicherlich. Ich kann nicht klagen. Frank, worum geht's? Ich möchte gerne eine antike Statue verkaufen. Meinen Sie, Sie können das für mich in der Szene publik machen? Ich fürchte, nein. Mein Gebiet ist die Malerei. Aber Sie kennen doch sicherlich jemanden, der jemanden kennt. Sag mal, bist du wirklich deswegen gekommen? Bitte, es ist wichtig. Gut. Ich sehe zu, was ich machen kann. Danke. Ja, ich lasse Ihnen dann morgen die Details zukommen. Schönen Abend. Millie, jetzt mach dich doch nicht selbst fertig. Aber vielleicht habe ich durch meine Einmischung wirklich alles kaputt gemacht. Du wolltest nur helfen. Und er will sich nicht helfen lassen. Wie kann man nur so stur sein? Das fragst du? Ich kann Nick nur so was Gemeines sagen. Er hat Steffi alles gesagt, also ist er doch auch schuld. Nick war wütend auf Steffi und musste sich mal Luft machen. Da hat's eben dich erwischt. Meinst du? Ja. Ich glaube, Nick hasst mich wirklich. Ich habe noch ein paar Videos zu Hause. Ja, es wird bestimmt ein toller Abend. Darauf kannst du Gift nehmen. Warum quälst du dich so? Du weißt doch, dass Steffi hier in der Pension wohnt. Also läuft sie dir auch immer wieder über den Weg. Ja, vielleicht will ich das ja gerade. Glaubst du, sie kommt zu dir zurück? Das klingt vielleicht blöd, aber da ist noch was zwischen uns. Irgendetwas, was uns verbindet, das spüre ich einfach. Ich weiß, was du meinst. Jedes Mal, wenn ich Erika sehe, dann bin ich ganz durcheinander. Ich komme einfach nicht dagegen an. Ich will gar nicht dagegen ankommen. Ich liebe sie. Ich gebe die Hoffnung nie auf. Du bereust doch nicht schon etwa, dass du ihm die Meinung gesagt hast? Nein, aber ich hätte nie gedacht, dass Patrick sich so verhält. Tja, wie gesagt, hinterher ist man immer klüger. Es war ja noch nie so einfach zwischen uns. Aber seit er einen Job sucht, ist er total komisch. Ich würde sagen, das ist der typische Fall von angekratztem Ego. Er kann es eben nicht verkraften, dass du erfolgreich bist und er eine Absage nach der anderen bekommt. Es ist ja auch eine blöde Situation. Trotzdem hat er kein Recht, auf deinen Gefühlen rumzutrampeln.
Herein. Guten Morgen. Was willst du? Jackie. Ich wollte mich bei dir entschuldigen. Das hast du ja jetzt getan. Sonst noch was? Es tut mir leid, ich habe mich gestern affig verhalten. Und du hattest recht, das Außenshooting war wichtig. Das ist sehr gut geworden. Also, falls du meine Hilfe brauchst, ich bleib in der Nähe. Ich habe Hilchenbach die Kontaktabzüge ins Hotel gebracht. Und was hat er gesagt? Er hat noch geschlafen, ich habe sie an der Rezeption abgelegt. Danke. Jackie, du bist mir sehr böse. Was muss ich denn tun, damit du mir verzeihst? Jackie, ich liebe dich. Ich wollte dir nicht wehtun. Ehrlich. Dann beweis es. Küss mich. Ich liebe dich nämlich auch. Oh. Hallo? Herr Hilchenbach. Herein. Was gibt's denn so Dringendes, dass Sie mich sogar hierher bestellen? Ich muss mit Ihnen reden. Über Frank Lewinsky. Was ist mit ihm? Er war schon wieder hier. Was wollte er? Er hat mich gebeten, in der Kunstszene zu lancieren, dass er eine antike Statue verkaufen will. Wo ist das Problem? Ich will nicht, dass er eine Verbindung zwischen uns beiden herstellt. Und da bestellen Sie mich hierher? Ja, Ich verstehe, Sie haben Angst, dass er anfängt zu schnüffeln. wenn Sie es so ausdrücken wollen. Keine Sorge, dieser Frank wird schon nicht erfahren, welche Beziehung wir miteinander haben. Davon gehe ich aus. Ansonsten bleibt der Horn, wo er ist. In Friedenau. Und das wollen Sie doch nicht, oder? Nein. Und damit Sie sehen, wie ernst ich die Sache nehme, kümmere ich mich um die Geschichte. Schließlich haben Sie Besseres zu tun mit Ihrem jungen Grafen. Glaubst du, es ist ein gutes oder ein schlechtes Zeichen, dass sich Hilchenbach am Telefon nicht über die Bilder geäußert hat? Keine Ahnung. Aber gleich wissen wir mehr. Egal, was er sagt, ich halte zu dir. Guten Morgen. Morgen. Herr Hilchenbach. Hallo. Ich will gleich zur Sache kommen. Die Außenaufnahmen sind wirklich großartig geworden. Sie werden also auf Ihr Honorar nicht verzichten müssen. Aber das ist noch nicht alles. So wie Sie mir gestern ein Angebot gemacht haben, so möchte ich Ihnen heute eins machen. Was halten Sie davon, exklusiv für mich zu arbeiten? Die Sache hat natürlich einen kleinen Haken. Dachte ich's mir doch. Sie müssten mich nach Amerika begleiten.